WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland. Teeling Single Pot Still Irish Whiskey Batch Number 3. Also, ich habe aus Irland Batch Nummer 1 einfliegen lassen, verkostet, tierisch enttäuscht. Batch Nummer 2 habe ich über Belgien 2 Flaschen bekommen, auch schon alles verteilt aus mit Sampleflaschen, Flaschenteilung, war auch ziemlich enttäuscht. Und dann habe ich mir nochmal 2 Flaschen kommen lassen hier von Batch Nummer 3. Das ist tatsächlich hier die ganz neue Sache, was ganz neu in Deutschland Mitte Juli, irgendwie war das, der 15. glaube ich, war das herum, oder vielleicht der 19. oder 18. Juli war da ein großer Release-Party mit Mareike Spitzer und da war auch toll, schon abgerissen. Also, hier, das ist ganz toll, aber dieses Steuerband darüber hat natürlich dafür gesorgt, dass ich das nicht weiterziehen könnte. Also, man muss da echt ein bisschen drauf achten, also, ja, gut. Ja, ich habe die Flaschen gekauft, also von daher, ich bin 1000%ig unabhängig, sondern wahrscheinlich bin ich eher kritischer, denn ich habe aus einziger online bisher Batch 1 und 2 und nun Batch 3 auch dann vor der Kamera verkostet. Lassen wir sehen, ob ich das hier ein kleines bisschen hier so schieben darf. Laut Daryl Love ist jetzt endlich dieser Prozess abgeschlossen. Ich habe in Batch Nummer 2 erzählt, Batch 1 wurde schnell eben rausgehauen. Also 6000 Flaschen nur in Irland, um die zu besänftigen. Hey Leute, wir haben da 3 Jahre lang schon was gehabt. Große Feier und der Whisky war für mich enorm enttäuschend. Batch Nummer 2 war 6 Monate später und dann haben sie endlich gesagt, wir sind ungefähr da, wo wir sein wollten. Und ich sagte, lange noch nicht. Und nun Batch Nummer 3 haben sie gesagt, endlich sind wir da, genau wo wir sein wollen. Interessant, die benutzen Deutschland für ihre Forschung und Entwicklung, denn wo der richtige Release sein wird, und da gab es auch schon die ersten Etiketten, die aufgetaucht sind in diese TBB-Datenbank für den Single Pot Still aus Irland, ist der Vereinigten Staaten. Also nochmal, Teeling benutzt Irland, schaut mal, wie das so ist, benutzt den UK praktisch mit Irland zu sehen, ist es besser, und dann gehen sie weiter bis nach Deutschland und dann in Deutschland, wenn die sagen, können wir es rüberschicken nach Amerika. So, und ich werde heute sagen, ob man das wirklich kann oder nicht. Viele Leute fanden diese Release Party echt gut gelungen. Kostet übrigens, hier habe ich, das war immer 55 Pfund. Also auch dort in der UK. Ich glaube, ich habe auch irgendwie 58 € dafür bezahlt hier in Belgien für meine Flasche. Die hat allerdings in Deutschland, du kannst auch bei Whiskyzone, du kannst bei irish-whiskys.de, man kann die wahrscheinlich auch irgendwann mal auch bei whisky.de kaufen, egal wo. Kostet hier 38,90 €. Also ich finde der Preis akzeptabel. Sieht gut aus, ehrlich gesagt. Wow. Also ich werde hier noch ein kleines bisschen rüberschieben. Dann ist genau ODC hier, unser synthetisches. Also alles muss genau hier aufgebaut werden. Preislich, ich kann nichts dagegen sagen. Ja. First Fill Bourbon, Ex-Weinfässern, Virgin Oak. Mein Gefühl ist 20% Virgin Oak, 20% Ex-Weinfässern, 60% First Fill Bourbon. Nirgendwo gelesen. Das ist einfach nur mein Mundgefühl, der mir das so gegeben hat. Der Batch Nummer 3 ist Whisky Base Nummer 134175. Base Nummer 2, also Batch Nummer 2 ist 125481. Von Batch 1 gab es 6.000 Flaschen, von Batch 2 gab es 10.000 Flaschen und ich würde sagen, ich habe keine Zahl gelesen bisher. Vielleicht gibt es da 20.000, wenn nicht 30.000 hiervon, um erstmal zu schauen. Es wird kein Batch 4 geben, Leute. Ab da gibt es nur noch den Single Pot Still Irish Whiskey vom Teeling. Und dann ist das einfach mal gegessen. So wollen wir es haben. Irgendwann, weit in der Zukunft, kommt irgendein 10-Jährigen, ein 12-Jährigen, vielleicht sogar wie bei unserer Redbreast, einen 21-Jährigen Single Pot Still. Wow, also in 21 Jahren bin ich schon 70. Ich muss ganz schön lange warten, du. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir sind hier ein bisschen über Geschichte zu lernen, wir sind hier ein bisschen über Whisky zu lernen, wir sind hier auch zu hören, wie Whisky aus der Sicht eines Amerikaners so schmeckt.
Immer 46%, niemals Farbstoff hinzugetan und nicht Kälte verträgt. Also non-chilled filtered, also non-chill filtered. Und das ist immer bravo, sehr, sehr gut. Auch preislich sind sie endlich angekommen in den Massenmarkt, wo mit unter 40 Euro, dass man wirklich eine Flasche Irish Whiskey auch besorgen kann, ohne dann ein Problem zu haben. Ganz kurz zur Geschichte, das hier steht da drauf, Jack Teeling, der Papa John Teeling, hat damals, er war Universitätsprofessor in Harvard, by the way. Der Kerl ist ein Unternehmer, Genie in Irland, unter anderem in der Spirituosenbranche, hat damals Cooley gegründet. Er sagte, es gibt ein Monopol oder Bipol dort in Irland. Der Irish Distillers war praktisch nur Middleton und Bushmills. Er war der Dritte, der jemals eine unabhängige Distillerie gegründet hat mit Cooley. Er kauft eine alte Kartoffel, Alkohol, Wodka-Fabrik, hat sie umgerüstet, sodass er Potstill, sodass er Grain und Single Malt dort machen konnte. Er hat das dann verkauft und am Jim Beam, und dann wurden die fusioniert mit Century. Und dann hat er eine 3-jährige Berufsverbot bekommen und seine Söhne aber nicht. Und deshalb gab es dann der Bau von der Teeling Distillery in Irland, in Dublin. Wer jemals in Dublin sein sollte, geh an der St. Patrick's Church vorbei, einfach mal hinten rum um die Ecke, die Straße vorbei, und dann kommt man dann praktisch hier zu Teeling Whisky Distillery. Eine Tour lohnt sich. Also bitte, 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 die machen das echt toll. So. Genug dafür. Werbung. Ich habe Angst. Also bisher habe ich Teeling Single Pot Still nicht so gern gehabt. Genauso wie ich das kannte. Wird besser. Wird besser, wird besser, wird besser. Also ich könnte jetzt Glasgow 1770 rausholen, 3 Jahre alte Whisky, würde sagen lecker. Ich könnte jetzt hier Coswolds 3 Jahre alte English Whisky rausholen, würde sagen lecker. Ich könnte St. Killian's Signature One rausholen, eine 3 Jahre alte deutsche Whisky, würde sagen ganz gut. Aber eine 3 Jahre alte, vielleicht sogar fast 4 Jahre alte mittlerweile, Single Pot Still Teeling Irish Whisky kann ich noch nicht lecker sagen. Also das ist schon Wahnsinn. Also ich weiß noch, wie ich das hier, ich beschreibe Batch 2 noch einmal. Stell mal vor, er hat meine Honigmelone im Fach, im Kühlschrank ungefähr 3 Wochen zu lange drin gehabt. Und dann nimmt man in der Hand und dieser matschige, verfaulte Moment geht's in das ist das für ein Geruch. Ein bisschen hat man dann von einem Birkenzweig, man nimmt die Baumrinde ab und lutscht daran. Und man hat ein kleines bisschen hier diese Milchsäure von einer Babykotze. Also wenn ein Baby macht und dann hat man ein kleines bisschen auf der Decke, ist das, was ich hier alles kriege. Plus auch noch eine zu grüne Apfel. Also das ist was ich hier kriege. Und das hier bei Batch 3 ist nicht viel besser. Es ist schon 20% besser, aber noch nicht 100% besser. Also die Melone ist nur 1 Woche zu lang im Kühlschrank gewesen. Der Baum ist nicht mehr ganz so frisch. Also vielleicht 1 Woche lang draußen gelassen und danach abgelutscht. Und das mit der Milchsäure lassen wir gänzlich weg. Also langsam aber sicher entwickelt sich dahin, wo ein Whisky sein sollte. Aber wenn du mir hier das gibst und irgendwas anderes, was ich liebe, ob es ein Oben oder Kleinlisch oder irgendwie ein Old Pulteney oder von mir aus irgendeine Redbreast, würde ich sagen, was in aller Welt für einen deutschen Whisky hat jemand mir hier gegeben? Weg damit. Der ist einfach nicht gut. Also, hier ist Power Swift drin. Gewesen. Also das ist Karamell, das ist Malz, das ist Holz, das ist schön. Und hier, also der Wein kommt langsam durch, muss ich schon sagen. Die Weinfässern, eher eine Mischung aus Rot- und Weißwein. Also eindeutig eine Steigerung. Hier habe ich einen Haufen Schwefel auch sogar gekriegt. Als ob eine Sherry-Fass dabei drin war, der nicht so toll war. Gut, also Solange, also unabhängig wie ich bin,
Oh, das ist am Ende. Oh, boah. Ah, ja, Leute. Finger erstmal weg hier vom Teeling Single Malt, Single Pot Still, Entschuldigung. Ähm, nee. Gut, ich möchte etwas probieren hier, einfach nur für meine Geschmacksnerven. Bitte verzeih mir, wenn ich noch ein Glas hinzutue. Teeling Single Malt 46 Non-Chill Jack Teeling. Hier haben wir unsere, ich glaube, 6 oder 7 Fässer sind das hier zusammen. Ich möchte es einfach nur als Vergleichssache hier haben. Ja, also das hier ist lecker. Es gibt Tage, an denen man ist einfach irgendwie ein bisschen off. Ja, also es gibt Momente, wo man was trinkt und denkt man, oh, yuck. Aber vielleicht ist man das selbst. Ja, man hat vielleicht vorher irgendwas gegessen, was nicht harmonisiert hatte. Als ich ein Batch 2 gemacht habe, habe ich extra ganz bewusst einen Power 12 rausgeholt. Als Vergleich, der Power 12 war lecker und das hier nicht. Das ist einfach der Teeling. Das ist noch Juli Distillat. Die haben noch ihr eigenes Distillat noch nicht drin. Das ist nur hier drin bisher. Da für den neuen Pot Stills. Die 3, die sie haben, eine ist Bertha, eine ist Linde, glaube ich. Der dritte habe ich vergessen. Die haben jetzt noch die Söhne jetzt oder die Töchter jetzt hier genannt, hier von der Teeling-Familie. Also der ist eine extrem fruchtige Nase. Einiges am Malz, ein bisschen Marshmallow kriege ich sogar denn da. Also es gibt etwas, was bei uns heißt in Amerika Lucky Charms. Das ist wirklich so mit diesen Marshmallows da drin und das ist ein Frühstückscerealie mit irgendwie 6 oder 7 verschiedene Geschmacksrichtungen. Man muss sich Haribo, Gummibärchen, Fruchtgeschmack auf harten Marshmallows übertragen. Und das ist ein kleines bisschen, was ich hier kriege. Vanille auch dazu, was hier absolut fehlt übrigens. Mm, mm, mm. Madeira, Masala, glaube ich, ist auch noch da drin. Ein bisschen Wein, ein bisschen Sherry und so weiter. Ah, das ist eine Fruchtbombe. Das ist eine schöne, schöne, schöne Sache. Das beschichtet auch den ganzen Mund. Das ist ein bisschen ölig, also richtig gut. 3 plus plus 2, 2 minus minus heute. Ähm, also, ich bin das nicht. Aber ich habe ein bisschen gezweifelt. Also, wer weiß, also das ist gut. Wenn du irgendwie 40 Euro übrig hast, kauf dir den Single Malt vom Teeling. Der ist gut. Der Single Pot Still. Okay, in der Nase langsam wird er. Ich krieg Kirsche. Ich krieg eine ganz leichte Kirsche mit bisschen Vanille dazu. Aber der Rest kommt zurück jetzt hier. Nee, nee. Und dann wirklich am Ende wird es richtig bitter. Also ein bisschen tanninhaltiger. Äh, also der Abgang ist das, was mich am meisten abtönt. Also das hat mir am meisten auch bei Signature One da vom St. Killian am meisten nicht gefallen. Ach, Mann, Leute. Und jetzt, wenn ich mir überlegen, dass noch ein bisschen von Batch 2 im Glas, ob ich es mir wirklich antue oder nicht, denn der ist wirklich schlimmer. Also, ich habe denen ein 4 Minus gegeben. Den muss ich eigentlich ein 4 Plus geben, ja. Ach, 4 Plus kann ich das mit gutem Gewissen geben. Mhm. Ja, okay. 4 Minus.
Eigentlich so, ja, genau. Also eigentlich der Batch 1 wäre der 4 minus gewesen. Das ist ein 4, das ist ein 4 plus. Eine Tendenz ist zu erkennen, wenn Sie Batch eine normale Sache rausbringen und das ist ein 3, wäre ich über glücklich. Metallisch, aber wenig diese bittere Holz am Ende. Ich gehe nochmal zurück hier. Also, und dann ein letzter Vergleich. Das kann auch von der Single Malt kommen. Dieser bittere Moment am Ende. Three, two, one. Ja. Ja. Okay. Also ich gebe dir, genau. 4 minus. Preis-Leistung allerdings habe ich dir eine 5 gegeben. Das für 40 Euro sage ich, ist eine 4. Meine Skala. 1, warum hast du es schon längst nicht gekauft? 2, kaufen. 3, kann man kaufen. 4, braucht man nicht kaufen. 5, wozu in aller Welt wurde es hergestellt? Und das ist braucht man nicht kaufen. Wenn man unbedingt ein Sample haben will, bitte. Wenn man auf eine Messe geht, bitte, geh mal hin, versample das mal und schau mal, was deine eigene Meinung ist. Ich persönlich, WhiskyJason hier aus der Sicht eines Amerikaners, sagt noch nicht. Also Single Pot Still Whisky braucht ein bisschen Zeit im Fass. Und ein bisschen Zeit im Fass würde ich behaupten 6 Jahre Minimum. Du kannst es natürlich von mir aus Indien oder in Taiwan oder Kentucky hin tun. Dann kriegst du es in 3 Jahren bestimmt hin. Aber dort in Irland braucht man vielleicht, oder zumindest in meiner Erfahrung momentan, doppelt so lange, wie sie bisher benutzt haben. Single Pot Still Whisky, Redbreast 12 Jahre alt, lecker. Redbreast 12 Jahre alt, Cask Strength, überlecker. Redbreast 21 Jahre alt, himmlisch. Einer der, wenn nicht der beste Whisky aus Irland, den ich überhaupt kenne. Ja, der 15 Jahre alt hat immer wieder geschwächelt bei mir, aber so ist das. Gut, meine Frage des Tages ist, welche neue Whiskys, also Whiskys, die 5 Jahre alt sind oder weniger, kennt ihr, die gut geraten sind? Gut geratenen 5 Jahre alt oder weniger Whiskys. Also, wie ich sagte, ich kann der Glasgow 1770 sehr empfehlen. Ich kann hier der Coswolds, gerade eben der Founders Edition sehr empfehlen. Ich kann auch sogar den St. Kilian One, ich glaube der 2 kommt auch jetzt hier bald raus, auch bisher empfehlen, dass man sie probiert. Aber das hier, mein Geschmack hat es einfach nicht getroffen. Tut mir leid. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, Borkov. Tut mir leid, Daryl. Tut mir leid, Mareike. Tut mir leid, alle Leute, die daran beteiligt waren. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen. Ihr könnt mich auch direkt anschreiben. whiskyjason@gmail.com. Ein Wort für WhiskyJason. Ihr könnt natürlich einen Kommentar hinten lassen. Ihr könnt mich auch immer wieder Sonntagabends um 21 Uhr hier auch sehen auf einem Livestream. Beziehungsweise jeden Tag um 17:30 Uhr kommen meine Verkostungsvideos raus. WhiskyJason hier. Ich sage ciao, bis dahin. Bye, bye.